Hallo YouTube, willkommen zur, ich glaube, 6. Folge von meinem LeClue Let's Play und wir starten auch direkt los. Gestern das Rätsel auf dem Friedhof gelöst und die Gruft geöffnet und ja genau, heute gucken wir uns mal an, was in der Gruft sich verbirgt. Beziehungsweise wir wissen ja schon, dass es hier so eine Sphäre gibt, ein anderes Labor. Und ich bin gespannt, was da heute auf uns wartet. If the huge coiling wires hadn't made it clear, the hulking metallic shell certainly did. This isn't a tunnel. It's the entrance to another laboratory, just like the one in the forest. How many of these are there? The presence of such unusual and foreign objects in Arthurton begged even bigger questions. Who put them here, and for what purpose? It seemed to Jenny as if the graveyard itself had been built around the sphere. A perfect hiding place. If something this conspicuous could be so easily concealed. What else is Arthurton hiding? Ja, das tut sich auch gerne. Okay. Hier kommen wir nicht weiter, wir müssen hoch. Wir haben hier den ersten Knopf. Wahrscheinlich schließt es sich jetzt wieder an. Okay. Das ist im Grunde das gleiche Prinzip wie bei dieser ersten Sphäre. Genau, das kennen wir schon alles. Well, at least we know it's working. As a dozen intricate machines whirred to life, Jenny noticed a remarkable resemblance she had overlooked before. Genau. Some of this equipment looks like the stuff in Susie's lab. Can't believe I missed it before. That girl owes me some answers. So, was wollen wir da untersuchen? Another radio. Maybe these are used to communicate between laboratories. Ah ja, das kann sein. Okay, wir probieren It es was mal a aus. hunch, but if it were true... Whoever's transmitting the message could be in another sphere somewhere in town. True. Okay, wie war das jetzt noch? Also erst muss man wahrscheinlich dafür sorgen, dass die in eine Richtung... bitte. So, die Richtung haben wir schon mal. Das macht das stärker. So vielleicht? Aha, das sieht gut aus. Müssen wir die grüne nur noch ein bisschen langsamer bekommen. Ja, das bringt nichts. Okay, das sieht schon besser aus. Damit machen wir die rote auf jeden Fall. Ne, das war schon gut. Die läuft halt nur noch zu schnell. Ja, muss da lang. Irgendwie laufen die zu schnell. Kriege ich die langsamer? Ja, schon richtig. Oder vielleicht noch weiter abklappen. Ah, okay. Das ist die rote. Ah, perfekt. Sehr schön. It's the same voice as before.
Ja, das sind wieder die gleichen This code was Stellen. different from the last. Oh, Just as strange, though. Jenny carefully transcribed the words into her journal. Let's see what the hawk and the weasel have to say about this. okay. Also, Bär 39. 39. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Pass. Dann ist es Birch. Okay, Birch. Jetzt kommt der Wolf. Wolf 24. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Infected. Pass. Infected. Schaf. 40. 44, 3, 2, 1. Zoom. Infected Zoom. Hase 60. 60. Birch infected soon only. 26. Entschuldigung. So, zum Schaf. Also gerade 66 ist Forever. Wiesel. Was ist das Wiesel? Ach da. 56. 987 Silenced. Folge 41. 7, 8, 9, 10. Despair. Ganz 21. 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Herself. Er 34. Bis und Hase 17. Near. Birch infected soon only death forever. Silence disappear herself is near. Purge infected, soon only death. Forever silenced, despair herself is near. This message, as sinister as the last, sent Jenny's analytical mind into overdrive. Is the man in black sending these messages? Purge infected, forever silenced. Could that have something to do with Dean Strasberry? Ja. It can't be a coincidence that I found a copy of the same book by the Dean's corpse. But how are they connected? Soon only death, despair herself is near. And now they're coming for my mom. What does she know that they're willing to kill her for? Okay, hier sind wir durch. Aber wir können die Leiter runter. Und haben das nächste Rätsel direkt. Maschinen untersuchen. This contraption was new to Jenny, but something about it caught her eye. Na, hier, der Diamant, oder nicht? Okay, jetzt haben wir Gegenstand. Wo ist denn der Diamant hin? Ah, so weit hoch kommen wir nicht. Hier ist an aus. So, was haben wir denn da? The Dean's Ring. Der Dekan, seinen Ring werden wir wahrscheinlich hier reinstecken. A large metallic slab with a distinctive indentation carved into its surface. That shape. Where have I seen it before? Na, an dem Ring vom Dekan. The Dean's Ring! Right. Okay.
Ach, jetzt muss ich wieder... Okay, warte mal, das war hier. Oder? Ach nee, warte mal, das waren die Dingers. Genau. Und dann... das war doch gegen den Uhrzeigersinn, oder? Oder war das gegenüber und dann rechts? Nee, okay. Ich hab schon wieder vergessen. Na gut, das ist jetzt auch ein paar Tage her. Genau, jetzt klappt das sich aus. Perfekt. Und rein damit. It fits. In fact, it fit perfectly into the slot, as though it were made for it. Ja, wahrscheinlich. So, und jetzt können wir hier einen öffnen. Doesn't seem to be working. Probably just a loose connection somewhere. Ja gut, das kann sein. A piece of rare Arthurtonian quartz, expertly carved and shaped with meticulous precision. Irgendwie so ein Laser zusammen. Oh, hier ist erstmal das Sammlobjekt. Das, was hier noch ist. Vielleicht auch noch ein Sticker. Stecken wir sicher mal gerne hier. Hier haben wir noch den Laser. Could be an antenna, or maybe a power coil. But where does it get its power? Das ist eine gute Frage. Da kann ich nichts machen. Ah, die Schrauben aufschrauben. Okay. Und oh weh, wir müssen das jetzt wieder biegen. Nee, okay. Okay, Kabelsalat wieder. Jenny knew that the best way to fix anything electronic was... To mess around with it until all the lights come on. Richtig. Also haben wir Rot, Blau und Grün. Das sieht am nächsten aus. Das sieht auch gut aus. Ja, da hat man hier das. Verstehen wir auch nicht so ganz. Okay, warte mal. Wenn das Rote verbunden ist, geht das an. Dann muss hier das Blaue. Genau. If being a great detective didn't work out, Jenny had a promising career in machine repair to fall back on. Ja, warum nicht? Könnte passieren. So, jetzt können wir es dann machen. I could have lost an eye. The machine's true application would remain a mystery, for now. But whatever its purpose, the implications were overwhelming. Dean Stroudsbury is somehow connected to this place. Had the Dean been aware of the secret hiding within his ring? Whether he knew or not, it's likely he was killed because of it. Ich überlege gerade, hatte nicht noch jemand anders so einen Ring? Ich meine, diese Ringe hätten mehrere auf dem Campus gehabt.
Ja, nehmen wir den mal wieder mit. Doof gelaufen. Wahrscheinlich hätte ich hier erst was machen müssen. Please enter authorization code to begin. 1, 2, 3, 4. Ja. Incorrect code. Oh, Mist. Of course it is. That would have been too easy. Ah, da unten, ich sehe doch den Zettel schon. Ich sehe doch schon den Zettel. Hidden amongst a web of cables, the average eye would have missed it. But Jenny LeClue was a great detective. There's a book pinned beneath that cable. So, was haben wir da? Confidential. The word was music to Jenny's ears. Okay. Erinnerung, Wäscherei, neue Unterwäsche kaufen. B1, 2, 3, 1, okay. Eintrag 001 endlich. Heute beginnt Projekt Excelsior, dank unserer wunderbaren Kanal. In meinem Labor zu stehen fühlt sich an, wie ich dachte. Perfekt getarnt, eine wahre Schönheit. Ich nenne es die Sasa-Sphäre. Nigel denkt, es ist arrogant, es sei mir selbst zu benennen. Doch, okay, wer ist Sasa? Nach mir selbst zu benennen. Soll er doch geodistische Strukturen entwerfen, doch solch unglaubliche Kräfte widerstehen kann. Wie wir es auch nennen, endlich können wir die Kraft von Arthurson größter Ressource studieren und nutzbar machen. Wer ist der Rat der drei? Notiz. Nigel spricht einen Namen falsch aus. Ich schwöre mit Absicht. Professor Sasea, wie Laser mit Z. Caesar. Caesar, okay. Wie schwer kann es sein? Hoffentlich geht das Geld nicht aus. Oh, warte, ich muss wieder Sachen finden. Also ich hätte jetzt mal hier oben angefangen bei... Genau. Caesar. Jenny recognized the name, but couldn't put her finger on where she'd heard it before. So this lab is his invention. He called it a Zazer sphere. Well, at least I've got a name. So, und dann... Wow. These machines were built to study and harness the power of Arthurton's greatest resource. They were experimenting on the town itself. Naja, eher wahrscheinlich die Kristalle, ne? So, Seitenwechsel. Eintrag 103. Noch eine Sphäre einsatzbereit, das Projekt wächst. Bei jedem Experiment finden wir eine neue Eigenschaft, die wir untersuchen können. Jedes Ergebnis stützt meine Theorie. Diese Stadt ist besonders. Trotzdem verbringe ich viel Zeit bei Hin- und Herlaufen zwischen Labors und ich bin es leid zu verwalten. Was? Ich bin es leid zu verwalten, will selbst legen. Eintrag 104. Neue Laboridee. Spiele mit Plänen für eine neue, viel größere Einrichtung herum. In Berechnungen stimmen, sollten sie 120.100% Leistungskapazität haben. Das würde vollkommen neue Möglichkeiten eröffnen. Seltsam, herumliegt niemand. Kennt sie? Wer sind sie? Wer sind sie? Erinnerung, Mr. Gray manchmal Unterredung mit LTG-Fragen. Melden Sie mich? Ich frage mich langsam, ob sie überhaupt existieren. Also, warte. Okay, hier war nichts. He designed a bigger sphere. Bigger than this? Did he ever build it? And if he did, where? Gute Frage, Jenny. Eintrag 288. Schrecklicher Rückschlag. Anomalie, die Dachexperimente zu spät erkannt. Experimente. Natürlich war Mr. Gray und Mr. Blue gerade rechtzeitig, um die Explosion zu sehen. Plasma überall, alle Einheiten verloren. Mr. Blue verlor fast ein Auge. Die Absprechung am Freitag wird unschön. Das wird uns Tage
Wochenkosten. Betrag 239. Die verschmelzen. Jedes Experiment bringt uns näher an das scheinbar Unmögliche, aber die Zahl der seltsamen Zwischenfälle im Labor wächst weiter. Wer zieht dauernd meine Stifte? Stiehlt. Eintrag 297. Mehr Rückschläge, mehr unkontrollierte Unterbrechungen, Erschöpfung plus Terminbruch gleich gefährliche Bedingungen. Warum stehen Sie auf neue Tests am Wochenende? Es ist nicht bereit. Wir müssen Sicherheitsprotokolle verbessern und wachsam sein, um weitere Kontaminationenfälle zu vermeiden. Ich glaube langsam, Sie sind nicht aus den richtigen Gründen dabei. Wieder ist mir jemand gestern heimlich gefolgt. Wer sind Sie? Der Rat der Drei? Wissen, Arroganz, Korruption, Fortschritt. Der Rat der Drei, wer ist das? The Council of Three. Ja, Never genau. heard of them. Sounds like he didn't know who they were either. But they paid for all of this? Okay. Exhaustion, rushed schedule, dangerous conditions. The parallels with her father's own working conditions were distressingly clear. Ich wollte es auch gerade schon sagen. Das klingt mir fast so, als wenn der Vater das There was a geschrieben hätte. badger on the door to get into this lab. So this must be the experiment he was talking about. Okay, wir haben noch 2. Eintrag 342. Ich habe im Labor geschlafen, nicht zu dem ich heimkehren kann. Was tue ich hier? Wollen wir wirklich erreichen? Ich muss glauben, dass unsere persönliche Opfer sich lohnen, einen höheren Zweck zu dienen. Das ist meine Schuld. Eintrag 385. Zu spät. Es war so naiv. Kriege ihre Gesichter nicht aus dem Kopf. Die Schreie, die Finsternis, das Loch wird nie gefüllt. Alle tot. Alles meine Schuld. 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 Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ist hier mit Opfer vielleicht? Ist das nicht? Aber alle tot wird wahrscheinlich was sein. All dead. All my fault. The words echoed across the metal walls, ghosts of a past tragedy. What did he do? It must have been terrible. So, jetzt noch die letzte Seite. Eintrag 621. Was für ein bittersüßes Gefühl. Nach 7 Jahren gibt es endlich stabile, wiederholbare Ergebnisse. Aber der Preis war hoch. Die Leistungsrate ist unglaublich und wir kratzen gerade erst am wahren Potenzial. In den richtigen Händen könnten wir die Welt verändern. Das neue Labor ist fast funktionsbereit. Aber sind wir es? Wie immer werden sie es zu weit treiben, aber die volle Leistung braucht Jahre. Vielleicht kann ich wieder gut machen, was geschah. Sicherheit ist oberste Priorität. Mensch ist wichtiger als Forschung. This entry is from much later. There are lots of pages missing. It seems that whatever happened before, he carried on his work long after. As is the case in all tangled mysteries, every new piece of evidence raised more questions than it answered. But she now knew the purpose of this Caesar sphere and the name of the people who had built it. Ja, The schon. Council of Three. Genau. It wasn't much to go on, but it was a start. Ja, was soll ich jetzt noch machen? Hä? Kann ich hier raus? Oh, hier sind noch, warte mal, das habe ich auch fast übersehen. Kann ich jetzt raus? Nee. Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich auch nicht rein? Okay, habe ich noch irgendwas übersehen? What's this? Another blank scrap Hier of wird's paper. weiter. Okay. Ah, das Passwort. Stop writing the code down. Memories it and destroy this immediately. Caesar.
10:28. Okay, 10:28. Please enter authorization code to begin. 1028. Code accepted. System authorized and armed for activation. Preparing to run experiment 12, cycle 78. Sphere hermetically sealed. Magnetic transducer coils charging. Accumulating voltaic cells. Commencing experiment 12-91. Okay. Was hat das mit der Stromversorgung zu tun? Okay. Oh, die Leiter. Radioactive safety margins cleared. Procedure 12 completed successfully. Decompressing spherical chamber. Remember, a healthy employee is an effective employee. Please leave the station for your mandatory 15-minute smoking break. Na klar. So, dann schauen wir raus und da ist Zugang Wild mitfahren. Ist das die Leiter jetzt? I wonder what it did. At least I wasn't covered in plasma. Naja, was du nicht weißt, aber ich gesehen habe, ist, dass die Leiter jetzt wieder unten ist. Das bedeutet, wir können uns jetzt da in die Richtung weiter bewegen. Ich würde ja am liebsten mal zu Susi zurück und sie fragen, ob sie hier diese ganzen Maschinen kennt. Ach, ich muss wieder runter, ne? Genau, dann links. So, dann gucken wir doch mal. Da müssen wir da runter. So, rechts. Und wo war denn jetzt die Leiter noch? Genau, die hier hoch. Jenny, did you find the entrance? Not yet. Jenny was hesitant to share her discovery, but Susie might have vital information. Ja, ich weiß es auch nicht so. Ich traue ihr nicht so wirklich. Laser, Gebrauchsrüstung. Laborausrüstung. Where did you really get the parts to build your machines? I told you, there's a warehouse full of them at my father's factory. Ah, die Fabrik von ihrem Vater. And that's the only place you've seen equipment like that? Well, yeah. Where else would I have seen it? Did the Glatz Corporation ever build underground labs? No, I don't think so. Why would they? To hide them? From who? Good question. Oh. I have to go. Keep out of sight and let me know if you see anyone. I will. Good luck, Jenny. Okay. So, wollen wir hier hoch, oder? Gehen wir mal kurz. Hier ist bestimmt noch was, oder? Nee, diesmal nicht. Na gut, dann nicht. Ist das Blut? Oder sind das die roten Blätter von dem Baum? Hier soll ich wahrscheinlich hin, dann will ich mal kurz nach links gucken.
kleinen Fetzen von der Postkarte. Sehr schön. Gut. Beyond the fallen angel. This is it. The entrance must be through here. Another coded message in another hidden laboratory. A secret tunnel under the graveyard. How long had these things been in Arthurton? Who was responsible for them? And how was all this connected to the Dean's murder? Sehr viele gute Fragen. Through the crumbling arches. Past the wooden gates. This must be it! Now all I have to do is find the biggest cross. Wie sie sich jedes Mal freut. Oh, come on. There's a million crosses in there. Jenny, where are you? It's getting really creepy out here. I'm in the old part of the graveyard. Oh no! Every kid in Arthurton knew the graveyard was haunted. The ghosts of early settlers walked among the tombstones late at night, waiting to avenge their tragic deaths in the mines. A few months ago, Peggy and Veronica went up there after curfew with some boys. And they were attacked by a ghost! They were probably hallucinating from all the hairspray. They swore to me, Jenny. They wouldn't lie. I don't believe in ghosts. And the tall tales of a bunch of arrowheads won't change my mind. Even so, Jenny's skin crawled with goosebumps. Ja, Jenny ist einfach krass It drauf. might have been her imagination, but the night suddenly seemed a lot darker. Maybe I'll use Mom's flashlight. You know, Gute Idee. just in case. Gute Idee, Jenny. So, können wir das leuchten? Ja, können wir nicht. Okay. Hab ich nur gerade eine Hand gesehen oder irgendwas? Ach, das ist von dem fallenden Engel, oder? Strange. Not now! Not now! Fix it, fix it. It's dead. Nein! Unable to see more than a few inches ahead, our trembling adventurer had no choice but to edge forward, very slowly. Ganz, ganz langsam. Vorsichtig. Oh, great. There's a light over here. Ja, aber ob das so eine gute Idee ist, ich meine, die steht ja nicht noch Spaß und Freude. What is that? It's coming from the open grave. Ich drück einfach mal nicht weiter. Wait. Super. You're not a ghost. Oh, you scared the life out of me. Wer ist mad? I'm sorry. I didn't realize anyone else was here.
That's okay. This place is terrifying in the dark. I really need to stop working nights. What are you doing out here after curfew? I don't know if I can trust this guy. Meisterin der Verkleidung, Meisterin der Manipulieren. Jetzt einfach mal. I was here visiting my dad. I guess the time got away from me. You're the LeClue girl, aren't you? That's right. Well, Your poor old man. What a horrible way to die. Jo. yeah, I don't really like to talk about it. Blown into 1,000 pieces. Oh. What a way to go. No chance to say goodbye. Boom! Gone! Just like that. An absolute tragedy. Ja, And the danke schön. pain! Can you imagine? Ja, ich kann es mir vorstellen. Vielen Dank, dass du das so ausführlich beschreibst. Nothing left of him. Hardly seemed worth digging the hole. Well, you're digging a big hole right now. Yes, ma'am. Regulation size 6 feet, not an inch less. The name's Matt. The second T is silent. Sure sounds like an interesting job, Matt. Would you mind if I asked you a few questions about it? Of course. I'm just happy for the company. He seems harmless enough. I just need to be sure he's not working for the man in black. Okay, dann befragen wir ihn nochmal. Die Befragung von Matt, dem Totengräber. 6 Hinweise. Okay. Mütze nicht. Doch, Mütze doch. Oh, doch, hier. Oh, ist da Blut? Is that blood? Blood? Where? It's all over your clothes and your shovel. Oh, that. That's good old Arthurtonian red clay. Also. Impossible to wash out. One of the hazards of the job. Why are you digging a grave in the middle of the night? Well, they have to go somewhere. The bones. The what? It's the problem with building a graveyard on top of an old mine. Ground's always shifting. Before you know it, bones are sticking out all over the place. We have to rebury them. It's bad for business. That's terrible. Could be worse. Could be dead, like all of these poor souls. Ms. Smith over there, bitten by a badger. Wouldn't want to go that way. Dachs. Mhm. Interessant, erzähl mehr davon. Right there's Mr. McCarthy. Set himself on fire baking biscuits. And there's your dad, of course. Your poor dead dad. Dead. Are you finished? Oh, sorry. There I go again, talking about the dead. Ja, He knows everything about this place. okay. Heißt er wirklich Matt? Was soll ich mir jetzt hier angucken? Oh. Wer ist Owen? You told me your name was Matt. It is, isn't it? Well then, who is Owen? And why are you wearing his shirt? Oh, darn it, it's fallen off again. Owen was the old groundskeeper. He died digging a grave. Okay. Turned out to be his own. Budget cuts. You're wearing a dead man's shirt. Seemed ashamed to waste it. He didn't need it anymore. Okay. Gut, wir haben also herausgefunden, dass er Matt heißt. Da ist doch was. Blume. Gewöhnliches Gänseblümchen. Why do you have a flower in your pocket? I always keep one in there in case of emergency. People like to leave them by the graves as a tribute. You should take it. For your dad. Ist voll nett, wir nehmen die. Thank you. So. Was haben wir denn noch? Warum sind die Handschuhe von Bedeutung? Hat er nur einen Handschuh?
Have you seen anyone suspicious lurking around tonight? Oh, well, there was this one girl. A girl? She scared the life out of me, really made me jump. Oh, wait, no. That was you, wasn't it? Okay. You'll have to forgive me. My memory isn't what it used to be. Ah, verstehe, okay. Zeitgedächtnis klickt rein. Oh, Sammelgegenstand. Sehr schön. Und was ist das hier? Papier. Nachricht vom Mann in Schwarz. What's that stuck to your boot? Oh, dunno. Could have come from anywhere. Beyond the fallen angel. What now? Under the crumbling arches. You lost me. The entrance is buried there. Does that mean anything to you? Oh, is this a poem? I love poems. Do you want to hear one of mine? No, I'm good, thanks. Okay, ein Hinweis noch. Dreckige Schuhe sind es nicht. Ist hier unten was? No, nee. Okay, gut, schon weiter hoch. Wahrscheinlich irgendwo doch noch ein Sammelgegenstand sein. Würde ich jetzt vermuten, aber anscheinend doch nicht. Okay, was haben wir denn hier noch? Was ist das hier? Ist das nicht eins von diesen Schwertern? Sure are a lot of people buried here. Well, if they keep dying, we'll keep burying them. Do you know which of these graves has the biggest cross on it? Now there's one I've never heard before. Biggest cross. No, can't say I do. They've all got about the same sized cross, I'd say. Yeah, that's what I thought. Do you have any idea how I could find it? You know, you might want to look at that statue up there. It has a list of all the famous miners buried here. It might help you find what you're looking for. Famous miners. Interesting. I think it's safe to say he doesn't know anything about the man in black. Ja, ich weiß nicht, ich glaube auch. Well, thanks, Matt. It's been good to chat. But, you won't tell anyone you saw me here after curfew, will you? My granddad wouldn't be very happy with me. Saw who? I didn't see anyone. Now, if you'll excuse me, I've got a statue to investigate. Oh, no, you can't go up there now. It's far too dangerous. I'll be fine, thanks. Absolutely not. If you slipped and fell, I couldn't have that on my conscience. Come back tomorrow during the day. I'll give you a guided tour. Damn. I'll have to find another way to get up there. Hey. Und auf einmal geht die Lampe wieder ab. Ja, ich kann hier nicht weitergehen, okay. Wir müssen also zurück. Kann ich hier hoch? Was ist mit dem Baum? Much like those buried in the graveyard, this tree had died a long time ago. Be careful, Mr. Crow. It looks like it could fall over at any moment. Okay, können wir was werfen? Jetzt konnte man doch mal irgendwas werfen. Interesting. Okay, kriegen wir noch ein paar Krähen darüber gescheucht. Also hier geht's nicht weiter. Kommen wir wieder zurück. Die Krähen. Also es müssen mehr Krähen auf den Baum. Mehr Krähen auf den Baum.
wahrscheinlich einmal wieder zurücklaufen, oder? Ja, hier sind keine mehr. Könnte ich noch ein paar da finden. Jetzt oder? Wollte mich veröffentlichen. Aha. Another case cracked. Genau. Wie kommen wir da hoch? Kann ich hier hoch? Ah, doch, ja, hier sind doch die Blätter zum Hochklettern. Genau. Und da sind Kreuze. Mr. McCarthy? How did you get down here? Tja, keine Ahnung. Must have been the wind. Ja, wahrscheinlich. Bin da gut gegangen. Wo ist Jenny? Da. That Okay. was close. Hopefully this statue can help me find the biggest cross. Zu Ehren der mutigen Bergleute, die ihrem Leben gaben, mit Atherton gedeihen konnte. Jenny had heard the tragic tale of a catastrophic cave-in that closed the mines under Arthurton. Everyone blamed the miners for ignoring safety procedures. Most were crushed instantly by the falling rocks. Others had not been so fortunate. Trapped with no water, no food, no light, they were condemned to a slow and painful death. Okay, das ist nicht der Hinweis, den wir suchen. Sammelgegenstand. Oh, was ist das denn? Sticker. Im Memorial Clinton, das Licht, das sie trugen, soll mit verlöschen Busch. Sie füllten ihre leeren Bäuche mit dem besten Brei. So, wer ist das? Marion Duff Bloom, Meister des Metalls. Sie kartierten den Pfad zum Fortschritt. It's a tribute to some of the families who worked in the mines. Die das hier untersucht. Nothing about graves or crosses here. Holz, Rust, Memorial. Sie trieben die Dunklen stärker und größer als alle, so schnell mit der Spitzhacke wie mit dem Scherz. Cross, carvers of tunnel rock, unmatched in strength and size. Jenny read the words to herself again. Strength and size? Look for the biggest cross. They didn't mean a cross on a grave. Und an den Cross. They meant a cross in a grave. Ja, das wird ja nicht wohl sein, würde ich sagen. The Cross family must be buried in the graveyard below. I've got to work out who was the biggest. Find the grave, find the secret passage to the jail, save Mom. Ja, hört sich easy an. Kriegen wir hin. Boy, I really hope I don't have to dig them up and measure them. Der Fall des größten Kreuz. Okay. So, kann ich hier runter? Oh, tatsächlich. Aber muss ich hier runter? Oh, jetzt plötzlich kann ich mehr zurück. Okay. Ach. Nein. Was ist das hier? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Bin ich hier zurück? Okay, warte. Erstmal hier gucken.
Ich sehe da ehrlich gesagt nicht wirklich viel, ne? Tja. Hier ist nichts. Ich kann aber hier runterklettern, ne? Mal gucken. Vielleicht hier irgendwo schon? Das verstehe ich nicht. Okay, wir klettern einfach nur mal runter. So, was war denn hier? Ein Sticker. Okay. Aha, hier sind Gräber. Cross. Aha! Carina Cross. So, klettern wir erstmal hier weiter, wo wir nach unten klettern. I know I make it look easy, but I'm hanging on for dear life here. So, hier mal was. Ach du Heilige. Nein, wenn das Kreuz, ne? Casper Cross. Found one. Casper Cross. What have you got to say for yourself? I was taller than Helga. Ah, Mist. What an odd epitaph. Also, Kaspar ist größer als Helga. Kaspar. Helga. Okay. Das Grab müssen wir jetzt zuvor noch mal kurz untersuchen, dass wir nicht vergessen. I was taller than friends. Seems the Cross family had quite the rivalry. Also Carina größer als Friends. Okay. Dann klettern wir die Leiter runter. Und gucken mal, was da so abgeht. Hier ist nichts. Okay, hier geht's auch nicht mehr weiter. Ah, das Kreuz ist wieder das größte. No cross buried here. Okay, The search continues. keine Kreuze mehr. Also keine Kreuze. Das heißt, wir müssen einmal wieder ganz nach rechts und nach unten. Hier ein Cross, ne? Ne, da war der Sticker, alles cool. Dann war hier eine Kletterei. Aha, hier sind dann schon noch ein paar Crosser.
Franz Kreuz. Bingo. Hello, Franz Cross. Jetzt bin ich gespannt. I was taller than Ivan. Okay. Franz größer als Ivan. Ein Stück von einer Karte. Aha. Geschaut. Hier war ich schon, oder? Ne, hier war ich noch nicht. Oh, weniger. I see a Cooper, Chapman, and Cole. No cross. Ein Kreuzig. Hier können wir runter. Kann ich hier springen? Was ist denn hier? Helga. Die haben wir doch auch Here's schon. one. Helga Cross. Okay, let's go. I was taller than Karina. Helga größer als Karina, okay. Dann ist bis jetzt Caspar der Größte. There can't be many more crosses to find. Where haven't I looked yet? Naja, hier unten. I was taller than Karina. Hier unten müssen wir noch hin. Und dann ist Caspar der Größte. I really hope my next adventure relies less on the structural integrity of old plant roots. So, hier sind noch ein paar Crosser. I'm going cross-eyed looking for crosses, but there aren't any here. Eine Crosse. Eine Crosse. Ach du, es werden immer mehr. Eva. Here's another one. Ivan Cross. How tall were you? Jetzt bin ich gespannt. Casper is a little liar. Ivan wasn't pulling any punches. After an exhaustive search of the graveyard, Jenny had found all of the graves marked cross. Caspar war ein Lügner. So, jetzt müssen wir nur noch herausfinden. Now I just need to work out who was the tallest. Ja, genau. Who was the tallest cross? Naja. Das kann ja nur Carina gewesen sein, oder? Wenn Caspar ein Lügner ist. Ne, Helga. Helga muss die größte dann sein. If Casper was lying, then Helga must be the tallest. Genau. Which means Helga's grave is hiding the secret passageway to the jail. Cool. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist Helgas Grab?
Okay, das machen wir jetzt noch schnell. Sonst, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es morgen vergessen. So, ist jetzt coming hoch. Dann springen. Hoch. Da müssten wir eigentlich bei Helgens Grab sein. Hoffentlich. Ah ne, Quatsch, wir müssen hier mal rüberklettern. Genau. Ich glaube, hier ist ein gutes Bild für den Tweet morgen. Aber guck mal. Okay. So, hier ist das Grab. Kreuz. Jenny saw nothing particularly unique about this grave. Like all the others, the slab was weathered, chipped, and covered in moss. There's another epitaph carved into the base. Here lies she, 7'3", stung by a bee. A small stone pot sat in front of the headstone. A fine layer of soil lined the inside. It's a vase for a flower. A wonderful revelation struck Jenny as the final piece of the puzzle fell into place. Don't forget to pay your respects. I need to place a flower here. Jenny pulled the gravedigger's daisy from her pocket. I knew this would come in handy. Oh, gut, dass ich die Blume mitgenommen habe. So. Und hier machen wir morgen weiter. Würde ich sagen. Ich verabschiede mich schon mal von euch YouTube-Leuten. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel Spaß mit der nächsten Folge.